Er ist eine herausragende Persönlichkeit für den deutschen Sport. Timo ist seit Jahren in China der absolute Superstar und egal wen man fragt, kennt Timo Boll, wie er ausgesprochen wird. Hallo Timo, hallo, welcome to Shanghai. Hallo, very nice to see you again. Also ich glaube, wenn man eine Berühmtheit erlangen will, wie Timo das in China geschafft hat, dann ist das eine Lebensaufgabe. Timo Boll ist natürlich eine überaus sympathische Figur, eine Figur, die in China jeder kennt. Jemand, der, obwohl er ja ein Superstar ist, ein Superstar in China ähnlich wie Dirk Nowitzki, ein Superstar in den USA ist, als Deutscher ist er zugänglich für seine Fans, für die Menschen dort. Also er ist, ich würde sagen, der bodenständigste Sportler, den ich überhaupt kennengelernt habe. Aber es hat natürlich auch immer damit angefangen, dass er sie irgendwann mal geschlagen hat. Und das ist erst einmal wichtig, dass man mit den großen Chinesen mithalten kann. The final in the Men's World Cup in table tennis 2005 is just about to start. Final between 25-year-old Timo Boll from Germany, ranked #2 in the world, and 21-year-old Wang Hao. Ja, also diese Generation Wang Liqin, Ma Lin, Wang Hao, gegen die war eigentlich gar kein Kraut gewachsen. Also die haben wirklich alles platt gemacht in der Phase und bin eigentlich auch angereist mit so einem ganz schlechten Gefühl. Hatte noch zu Helmut gesagt, ich glaube, es macht gar keinen Sinn, da jetzt nach Lüttich zu fahren. Ich bin so müde und fühle mich überspielt und hätte am liebsten einfach mal für 2 Wochen einen Schläger weggelegt. Und plötzlich ist die Form wieder da gewesen. Magnificent played by the left-handed German. 8 points all. Gerade so auch athletisch habe ich mich dann auch wirklich stärker gefühlt als die Chinesen. Die offenen Ballwechsel habe ich gewonnen. 6 match points for Timo Boll. Dann kam der Sprung auf den Tisch. Timo Boll wins the 7th and final game in this final 11 points to 5 and this match over. Nein, in China ist Tischtennis, ich gehe mal davon aus, also Sportart Nummer 1. Ich glaube, in Deutschland ist das den Leuten gar nicht so bewusst, dass was Tischtennis Spannung hat, dass Tischtennis Athletik ist, dass Tischtennis sogar Artistik dabei ist. Ja. Wenn man genau ist. Ballartisten sind es ja teilweise. Der Timo hat es natürlich geschafft, über den absolut populärsten Sport in China, über Tischtennis, sich da einen super Eingang zu verschaffen. Aber es ist wirklich wahr, ne? Jeden, den ich frage oder mit dem ich darüber spreche, kennt Timo Boll.我在中国乒乓球男队当主教练的时候，我说过，只要提姆波尔在，我就睡得不踏实。他每次跟中国队来说，他也一直以来是中国队最主要对手。Gefühlt auch für mich die schönsten Spiele und dann dieses Finale zu spielen gegen China selbst. Das war natürlich was Besonderes, auch wenn sie uns den Hintern versohlt haben. Insgesamt hat sich, glaube ich, der Staatsfeind Nummer 1 bei den Olympischen Spielen mit der Silbermedaille
nicht nur sehr gut, sondern hervorragend aus der Affäre gezogen. Und ich glaube, wenn alle Staatsfeinde so wären, hätten wir in der Welt heutzutage überhaupt keine Probleme. Obwohl das eigentlich erstaunlich ist, aber die Asiaten können sich da viel mehr begeistern. Dieses Heldentum, das lieben die. Und wenn einer noch aus Europa wirklich dann einbricht in diese Phalanx von einer Sportart, die eigentlich nur im eigenen Land grandios ist, dann hat man da einen absoluten Heldenstatus. Ich habe keine besseren Fans als in China. Ich glaube, natürlich meine größte Fanbasis auch. Ich habe wirklich die Ultra-Fans, also wirklich ein paar Mädels, die mir weltweit hinterherreisen. 看比赛最长的距离可能是2018年哈姆斯塔德的世乒赛，在瑞典。我觉得他对人很真诚，就是有时候觉得他对球迷或者对其他的身边的人或者对手都是发自内心的那种微笑，或者就是对他们都很好。所以我觉得可能我也想成为一个对身边的人都很好的人。 Also wenn Timo irgendwo auftaucht, wusch, kommt eine ganze Menschenmenge und schart sich um ihn. Das ist natürlich absolut toll und bei uns ist das schon irgendwie, also selbst bei unseren Stars wäre das anders. Aber die Chinesen haben damit überhaupt kein Problem zu sagen, ich finde dich toll. Ja, von daher bin ich natürlich in der einmaligen Situation, irgendwo ein großer Star zu sein. Aber kann natürlich irgendwo auch noch ein relativ normales Leben führen und ich glaube, davon träumen viele Sportler. Timo Boll from Germany. Schon unglaublich, 6 Olympische Spiele überhaupt mitzumachen. Es macht ja doch Spaß, wenn man in Japan speziell dann Olympiasieger wird. 确实是非常值得尊敬吧，我觉得。 Auf so hohem Niveau, so lange Zeit stabil vorne zu bleiben, ist eine unglaubliche Leistung. Übrigens nicht nur eine körperliche Leistung, sondern auch eine mentale Leistung. Ich habe bei Olympia gerade so im Einzel noch nie so diesen Touch gespürt, den ich eigentlich normalerweise habe. Gebe aber nicht auf.